Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Linchpin Hacks. Ich bin Lukas und hier, um dir Tipps und Tricks für dein Intranet zu zeigen. Kennst du das auch? Du möchtest ein regelmäßiges Treffen organisieren, zum Beispiel einen Infotermin zum Thema Betriebsrente für deine Mitarbeitende. Das heißt, du musst jede Woche ständig die Inhalte anpassen und auch schauen, dass der Termin in regelmäßigen Abständen stattfindet, damit auch alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Wäre es nicht super, wenn du dich um all das nicht mehr sorgen bzw. kümmern müsstest? Gute Neuigkeiten! Mit wiederkehrenden Events bietet Linchpin dir genau das. Lass uns schauen, wie dein Intranet dich als Eventveranstalter bzw. Eventveranstalterin entlasten kann. Und so funktioniert es konkret. Navigiere zuerst zu deinem Event-Hub. Klicke dazu in der oberen Navigationsleiste auf den Button mit der Kompassnadel und wähle nun Event Hub aus. Lege hier ein neues Event an und wähle Recurring Event, bevor du auf Create klickst. Jetzt können wir unser Event auch initial bearbeiten. Fangen wir mit dem Titel des Events an. Da dies ein Event zum Thema Betriebsrente ist, nennen wir es mal Secure Your Future, Unlock the Power of Company Pension. Nun legen wir das Startdatum und Enddatum des ersten Events fest. In unserem Fall geht das Event von 13 bis 15 Uhr. Solltest du mal den Need verspüren, ein Event aus der Serie mal zu verschieben, dann keine Sorge. Das geht später immer noch, auch für jedes Event einzeln. Da dies ein wiederkehrendes Event ist, sehen wir nun das Feld Frequenz und können hier die gewünschte Häufigkeit auswählen, in der unser Event wiederholt wird. Das Feature ist recht smart und wird uns einige Optionen von sich aus vorschlagen. Liegt das Startdatum zum Beispiel auf einem Montag, wird wöchentlich am Montag oder jeden x Montag im Monat zur Auswahl angeboten. Wenn wir mit keiner der vorgeschlagenen Frequenzen zufrieden sind, dann können wir auch die flexible Option wählen, mit der wir frei über die Frequenz entscheiden können. Dann noch eine kurze Beschreibung hinzufügen, die Sichtbarkeit einstellen, bei uns ist das der Washington-Bereich, und ein nettes Bild wählen. Ist das erledigt, wechseln wir nun in den Options-Tab des Events. Hier setzen wir in unserem heutigen kleinen Häkchen ein Häkchen, nämlich bei Notify Creator. Damit stellen wir sicher, dass uns Linchpin über neue Anmeldungen für ein Gespräch zum Thema Betriebsrente benachrichtigt. Je nach Intranet-Konzept und/oder Anwendungsfall kannst du hier noch den Mitarbeitenden erlauben, sowohl sich selbst wie auch weitere Kolleginnen und Kollegen zum Event anzumelden. Oder eben auch nicht. Wir haben für unseren Anwendungsfall entschieden, dass Mitarbeitende sich selbst zum Event anmelden können und nur sich selbst. Auf jeden Fall wäre es ratsam, das Allow Sign-up-Kästchen zu aktivieren, damit sich Menschen überhaupt zum Event anmelden können. Natürlich könnten wir hier noch unsere Events in der teilnehmenden Anzahl begrenzen, eine passende Confluence-Seite verlinken und so weiter. Die Optionen kennst du aber sicherlich schon aus deiner täglichen Linchpin-Nutzung oder weiteren Hack-Episoden. Deshalb halten wir es heute recht schlank. Wir speichern jetzt also unser Event ab und merken, es hat geklappt. Wir haben ein Event erstellt, angeboten werden aber unzählige. Und zwar in der von uns gewünschten Frequenz. Perfekt. Wenn wir uns jetzt zu dem Event anmelden, werden wir gefragt, ob wir nur an dem Event an diesem spezifischen Datum interessiert sind oder uns gleich für die gesamte Eventserie anmelden wollen. Auch beim Abmelden funktioniert beides. Entweder wir melden uns nur von einem Event ab oder gleich der ganzen Eventserie. Verspürst du den Wunsch, eine Maximallaufzeit für das Event festzulegen? Dann stimme doch gerne über seibert.biz/linchpinkenny für diese Feature-Idee ab. Denn Linchpin entwickeln wir stets orientiert an deinen Wünschen und Ideen. Auch wiederkehrende Events haben es dank dir und der Linchpin-Community zu Linchpin geschafft. Dafür also ein fettes Danke. Natürlich sind Veranstaltungen zum Thema Betriebsrente nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten, die dir durch wiederkehrende Events geboten werden. Du könntest das Feature zum Beispiel auch für regelmäßige unternehmensinterne Q&As und Weiterbildungen nutzen. In deinem Unternehmen gibt es regelmäßig die Möglichkeit, eine Grippeschutzimpfung zu erhalten? Kein Problem, erstell dafür einfach ein wiederkehrendes Event. Das Teamgefühl in deinem Unternehmen soll gestärkt werden? Dann stell doch einfach diverse Sportveranstaltungen, Spieleabende etc. als wiederkehrende Events ein. Du siehst, die Möglichkeiten sind endlos. Das war's auch schon. In der Eventorganisation sparst du jetzt Zeit und sicherst dir und deinem Team gleichzeitig Kontinuität, da die Infoveranstaltungen zur Betriebsrente nun regelmäßig stattfinden und das Ganze ohne Mehraufwand. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal bei Linchpin Hacks.